2026 ist für viele das erste Budgetjahr, in der KI die Hauptrolle übernimmt. Und wer jetzt falsch priorisiert, verliert Sichtbarkeit, Marktanteile und Relevanz. Generative KI verändert nicht nur, wie Kunden suchen und kaufen, sondern auch Marketing als Disziplin. In dieser Folge zeige ich dir, welche Marketingprioritäten du jetzt setzen musst, um Potenziale zu entfalten und das Wachstum voranzutreiben. Viel Spaß! C-Level-Ausrichtung und Ziele. Nummer 1, hol die Geschäftsleitung zum Impact von generativer KI auf Customer Journey und Marketing ab, damit die strategischen Entscheidungen für 2026 auf einer realistischen Einschätzung zu Chancen und Risiken basieren. Weil wer hier jetzt nur über Effizienz spricht, unterschätzt den massiven Einfluss auf Nutzerverhalten, Sichtbarkeit, Kaufentscheidungen und damit Marktanteile. Dabei gibt es natürlich zwei Kernbereiche zu beachten, nämlich KI-Sichtbarkeit und KI-Nutzung. Lass uns starten mit KI-Sichtbarkeit. Viele setzen ja generative KI gewissermaßen fast schon gleich mit ChatGPT. Dabei baut sich auch Google gerade schrittweise zur KI-Suchmaschine um sich gegen große Wettbewerber zu behaupten. Gleichzeitig startet die Customer Journey nicht mehr nur bei Google. Das Suchverhalten verteilt sich zunehmend auf Plattformen wie YouTube, TikTok, LinkedIn, Reddit und natürlich Chatbots wie ChatGPT, Gemini, Copilot und Perplexity. Wer Suche dann noch gleichsetzt mit Google, verpasst einfach potenzielle Kontaktpunkte und verliert dadurch Einfluss und damit natürlich Conversions. Laut Forrester geben 89% der B2B-Käufer an, dass sie generative KI als primäre Quelle für Informationen entlang der gesamten Buyer Journey nutzen. Eine Studie von SEMrush zeigt zudem, dass ChatGPT Google nicht ersetzt, sondern das Suchverhalten erweitert. Nutzer verwenden beide Kanäle gewissermaßen parallel und wechseln je nach Kontext oder was sie brauchen zwischen ihnen. Das bedeutet, SEO bleibt weiterhin zentral, die Praktiken verändern sich jedoch durchaus, gibt eine tolle aktuelle Folge dazu und AI Search etabliert sich als zusätzlicher, sehr schnell wachsender Kanal. Dann kommen wir zur KI-Nutzung. Marketing ist wahrscheinlich neben Coding der am meisten durch Gen AI revolutionierte Bereich. Laut der Boston Consulting Group hat generative KI dabei geholfen, die Produktivität zwischen 15% und 30% zu steigern, wobei extreme Fälle von 80%iger Produktivitätssteigerung bekannt sind. Im Bereich Inhalte, wo wir uns jetzt wirklich gut auskennen, halten wir aus unserer Erfahrung eine Verdreifachung der Produktivität bei gleichbleibender Qualität für realistisch. Dementsprechend geht es hier nicht nur um Effizienz, sondern tatsächlich vollkommen neue Möglichkeiten, was man machen kann. Also wenn ich da denke an im Account-Based Marketing, kann ich ganz maßgeschneiderte Microsites binnen relativ wenig Zeit erstellen. Leite die Marketingziele direkt aus den Unternehmenszielen ab und führe OKRs ein, um sicherzustellen, dass jede Marketinginvestition messbar zum Geschäftswachstum beiträgt und nicht in isolierten Kampagnen, wie wir es alle kennen, verpufft. Das sehen wir in unserer Arbeit mit unseren Kunden auch immer wieder. Marketingziele sind nicht gut auf die Unternehmensziele abgestimmt. Die Gründe dafür werden in einem aktuellen McKinsey-Report sehr gut beleuchtet. Ein weiteres Problem aus unserer Erfahrung ist das strategische Management im Marketing. Oft fehlt die Brücke zwischen der strategischen Planung, der Strategie und der operativen Marketing-Umsetzung. Nötig ist ja eigentlich eine Planung über unterschiedliche Zeithorizonte, kombiniert mit einem Stewardship-Ansatz, der es ermöglicht, Herangehensweisen agil an die Zielerreichung anzupassen, auch wenn sich mal das Szenario maßgeblich ändert. Ein hervorragendes Mittel, um diese Lücke zu schließen, sind meiner Meinung nach OKRs. Muss nicht extrem bürokratisch umgesetzt sein. Viele, wenn sie OKRs hören, sind schon so, oh mein Gott, bitte nicht. Drittens, setze klare
plattformspezifische KPIs, die CEOs und CFOs interessieren, damit Marketingbudgets auf Basis von Kennzahlen wie Umsatzbeitrag, Marktanteil in der KI-Suche und Markenpräsenz entlang der Buyer Journey gerechtfertigt werden können. Neue KPIs im Kontext von Chatbots und KI-Suchmaschinen, die ich empfehlen würde, sind Share of Voice entlang der Buyer Journey, das ist ja fast schon in Richtung Marktanteile, dann natürlich Umsatz über KI-Traffic und Abrufe der Webseite durch KI-Bots, weil ich mir damit gewissermaßen wachsenden Einfluss ansehen kann. Zu diesem Thema gibt es eine sehr ausführliche Folge, ein Deep Dive, in der wir tief in die Messbarkeit und KPIs für Chatbots und KI-Suchmaschinen eintauchen. Markenpositionierung und KI-Sichtbarkeit. Nummer 1. Schärfe das digitale Abbild der Marke, um sicherzustellen, dass generative KI deine Marke in den richtigen Kontexten empfiehlt und so Kaufentscheidungen beeinflusst. In Zukunft werden KI-Assistenten einen Großteil der Kundenreise abdecken und User gewissermaßen vorqualifizieren. Dabei übernehmen sie einen großen Teil der Recherche und kuratieren Informationen in maßgeschneiderten Antworten. Das bedeutet, das sollte jedem klar sein, Marken verlieren zu einem gewissen Maß die Kontrolle über ihre Inhalte. KI-Assistenten konsumieren beliebige Quellen aus dem Internet, bestimmen die Darstellung der Marke, entscheiden am Ende der Konversation, wer empfohlen wird. Daher muss der digitale Fußabdruck, alles, was im Internet über die Marke so existiert und herumschwirrt, aufgeräumt und gemanagt werden, damit Sprachmodelle ein klares und zutreffendes Bild erhalten. Warum? Damit KI-Assistenten unsere Marke in den richtigen Konversationen mit unseren idealen Kunden erwähnen und am Ende natürlich empfehlen. Heute ist es wichtiger denn je, genau zu wissen, für wen man die richtige Lösung ist, warum und das glasklar im digitalen Raum zu kommunizieren. Zweitens, starte gezielte Digital PR-Kampagnen entlang der Buyer Journey, um dort sichtbar zu sein, wo KI-Systeme ihre Empfehlungen ableiten und so deine Chancen auf Aufnahme in die Trainingsdaten und Antworten zu maximieren. Im vorherigen Punkt ging es darum, die Positionierung zu bereinigen und zu managen. Hier geht es darum, sie proaktiv zu etablieren. Eine mögliche Priorität: regelmäßig in Top-Tier-Medien erscheinen, die Sprachmodelle für ihre Trainingsdaten nutzen. Ziel ist es, in KI-Assistenten nicht nur zitiert zu werden, sondern als Teil der zugrunde liegenden Trainingsdaten berücksichtigt zu werden. Je nach Geschäftsmodell könnte eine weitere Priorität sein, möglichst weit oben in Bestenlisten zu landen, die entlang der Buyer Journey in KI-Suchmaschinen zitiert werden. Vielleicht dazu ein Beispiel. Wir haben einen großen SaaS-Kunden, dessen Performance in generativen Suchumfeldern primär davon abhängt, hoch in relevanten Vergleichsportalen gelistet zu sein. Der Weg dorthin ist trivial. Zuerst mal in die Listen kommen mit der richtigen Positionierung, dann Bewertungen sammeln, um einfach mal im Ranking aufzusteigen und schließlich vielleicht eine bezahlte Promotion, weil nur die Top 5 gezogen werden. Und damit bin ich dann schon im Consideration Set, im Relevanz Set. Customer Journey Refresh. Nummer 1, aktualisiere und priorisiere deine Customer Journey Maps, damit Marketingmaßnahmen auf die veränderten Recherche- und Kaufprozesse reagieren, bevor Wettbewerber diese Touchpoints besetzen. Das Nutzerverhalten, und das zeigen ganz viele Studien, ändert sich derzeit grundlegend. Nicht nur durch generative KI, sondern auch durch das andere Rechercheverhalten neuer Generationen. Genau deshalb sollten Customer Journey Maps aktualisiert und die wichtigsten Journeys priorisiert werden. Dazu ein paar Leitfragen, um dich vielleicht in Gang zu bringen. Wie gut sind unsere aktuellen Strategien auf die Bedürfnisse, Journeys und Verhaltensweise unserer
Zielgruppe abgestimmt. Welche 3 Customer Journeys sind für uns am wichtigsten? Nutzen wir unseren MarTech Stack zu wenig oder fehlen uns zeitgemäße Lösungen? Auch hier wieder ein Beispiel: Ein großes B2B-Industrieunternehmen stellte fest, dass seine Zielgruppe, eben primär Einkäufer, den Großteil der Recherchezeit des Rechercheprozesses in Microsoft Copilot verbringt. Solche Muster sind kein Einzelfall, sondern das sehen wir bei ganz vielen Kunden. Das ist zwar schleichend, aber etwas, das man wirklich auf dem Schirm haben sollte. Zweitens, decke die komplette Buyer Journey auf deiner Webseite ab, um sicherzustellen, dass keine relevanten Fragen unbeantwortet bleiben und KI-Systeme deine Inhalte als primäre Quelle heranziehen. Eine vielleicht etwas dubiose Analogie, aber für mich verwandelt sich das Internet gerade von 2D zu 3D. Und was ich damit meine ist, früher waren Keywords eine zentrale Datenquelle und standen im Fokus. Heute oder mit diesen ganzen Generative Engines geht es um kontextreiche Konversationen in KI-Assistenten, die im Hintergrund umfangreiche Recherchen für den User durchführen. Also das ist wirklich ein fundamentaler Shift. Damit ich hier mitspielen kann, braucht es ein ganz anderes Volumen an Inhalten und sehr viel mehr Volumen, als menschliche Teams je leisten können. Und das ist wirklich nur mit KI-Workflows umsetzbar. Auch nicht mit, ich mache irgendwas in ChatGPT, sondern da brauche ich wirklich Workflows, wo man konsistent hochwertige On-Brand-Inhalte rausballern kann. Nummer 3, investiere in Demand Generation, um aktiv Nachfrage zu schaffen, die langfristig Marken- und Produktsuchen steigert und damit die KI-Sichtbarkeit zusätzlich sichert. Demand Generation, egal ob das jetzt über Paid ist, über PR, über Influencer-Marketing, ist 2026 keine Option mehr, sondern die Eintrittskarte, um in den Kaufentscheidungen der Zielgruppe überhaupt aufzutauchen. Sie füllt nicht nur die aktuelle Pipeline, sondern entscheidet auch, ob du in den KI-gestützten Buyer Journeys von morgen eine Rolle spielst. Organisation und Enablement. Nummer 1. Automatisiere repetitive Marketingprozesse mit KI, um schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können und Content-Volumen zu skalieren, ohne Qualität und Markenbotschaft zu opfern. Weil das ist, was passiert, wenn du da so rumwurstelst in ChatGPT. Wie Kevin Indig es nennt, das neue Normal im Marketing sind laufende monatliche Disruptionen. Da Budgets tendenziell in vielen Branchen geringer sind als vor Covid und Marketingteams selten wachsen, geht es nicht um mehr Headcount, sondern um den Einsatz von KI-Workflows und KI-Agenten. Bei KI-Agenten bin ich noch von den meisten Lösungen nicht so überzeugt, aber Workflows können wirklich ganz viele repetitive Marketingprozesse wunderbar größtenteils automatisieren. Auf C-Level hat KI im Marketing oft einen schlechten Ruf, vor allem durch den unsauberen Einsatz von ChatGPT. Doch ChatGPT ist für diese Aufgabe auch alles andere als geeignet. Stattdessen braucht es eben saubere Aufbereitung interner Daten für KI, klare Richtlinien, sei es für die Marke, wie auch für die Positionierung, wie auch generell für die Inhalte und maßgeschneiderte Workflows für die passenden internen Prozesse. Ganz, ganz wichtig, und das ist eine Meinung, die wahrscheinlich nicht jeder so vertreten würde. Ich bin nicht der Meinung, dass KI etwas Allumfängliches ist und alles sollte mit KI gelöst werden und wir brauchen eine firmenweite KI-Strategie. Nein, wenn wir jetzt an Workflows denken, an Agenten denken, die sind für gewisse Einsatzzwecke unglaublich wertvoll und liefern außergewöhnliche Ergebnisse. Aber für ganz viele Sachen sind Menschen einfach tausendmal besser und ich muss nicht jetzt alles
mit KI machen, wenn es vielleicht dazu führt, dass die Ergebnisse schlechter sind als vorher. Das ist nicht sehr unternehmerisch gedacht. Ein kleines Beispiel dazu. Für ein großes Tech-Consulting-Unternehmen haben wir für deren Content-Produktion entlang der Buyer Journey passende KI-Workflows entwickelt. Von der Datensammlung über Richtliniendefinition bis zur vollständigen Abbildung des redaktionellen Prozesses und das eben für unterschiedliche Formate. Das können teilweise Landingpages sein, das können irgendwelche FAQs sein, das können Leistungsbeschreibungen sein, das können Ratgeber sein, was auch immer. Nummer 2, brich Silos auf und fördere abteilungsübergreifende Kommunikation, um Wissen, Insights, Ressourcen zwischen Teams zu teilen, die gemeinsam deine Markenpräsenz und Innovationsgeschwindigkeit erhöhen. Isolation von Fachbereichen ist nach wie vor weit verbreitet und weit verbreitet ist so ziemlich die Untertreibung des Jahrtausends. Einer der größten Hebel jetzt mal für Online-Marketing, SEO, Content, PR, Social, UX, Brand, Product, IT, Sales enger miteinander zu verknüpfen. In vielen Fällen würde schon regelmäßig Kommunikation zwischen den Bereichen enorme Effekte bringen, auch wenn die Abteilungen voneinander gegenseitig die Ziele verstehen würden. In der Praxis, und wir sehen das andauernd, wird oft parallel, redundant oder sogar in unterschiedliche Richtungen gearbeitet. Dabei gilt, all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, alles spielt zusammen. Alle können voneinander lernen und alle können massiv voneinander profitieren. Nimm dir die Punkte, die für dich relevant sind in deiner aktuellen Situation und setz sie 2026 konsequent um. Dann bist du für kommendes Jahr auf einem absolut exzellenten Kurs. Und wenn du tiefer in die einzelnen Themen einsteigen willst, findest du auf unserem Kanal jede Menge Deep Dives zu den einzelnen Themen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.